Schluss mit dem Grundriss Kauderwelsch. Wir gehen heute mal den ganzen Abkürzungen bei den Weinsberg-Grundrissen auf den Grund und schauen uns an, was die ganzen Kürzel zu bedeuten haben. Na dann mal los! Fangen wir von vorne an, nämlich mit der Zahl. Die Pfiffigen unter euch haben bestimmt schon erraten, was die wiedergibt. Richtig, die hat was mit der Länge zu tun. Bei unseren Wohnmobilen verrät sie dir die Außenlänge. So sind 550er immer unter 6 Meter lang, 650er immer unter 7 Meter lang und 700er über 7 Meter lang. Wichtig fürs Fahren. Bei CUVs ist es ganz einfach. Hier spiegelt die Zahl die gerundete Außenlänge des Fahrzeugs 1:1 wider. Und bei Wohnwagen? Hier wird die Innenraumlänge dargestellt, sprich ab der Rückwand der Buggarage bis zum Heck. Wer also mehr Platz und Komfort möchte, wählt eine höhere Zahl. Soll der Reisebegleiter aber klein und wendig sein, eine kleinere. Dann geht es jetzt an die Buchstaben. Die stehen für ein bestimmtes Möbelmodul und entscheiden, wie der Grundriss aufgebaut ist. Wie zum Beispiel M wie Mitteldinette. Die Mitteldinette findest du in Reisemobilen und CUV. Dabei bildet die Sitzbank zusammen mit den drehbaren Fahrersitzen auf der anderen Seite eine flexible und kompakte Sitzgruppe. Die Doppelnutzung der Fahrersitze spart eine Menge Platz, der dem restlichen Wohnraum zugutekommt. Zusammen mit einem grundrissabhängigen Seitensitz finden in der Mitteldinette bis zu 6 Personen Platz. Der Tisch ist ganz einfach erweiterbar und so für jeden ohne Probleme erreichbar. Bei den CUV ist das sogar freischwebend, ohne störendes Tischbein. Doch egal ob Reisemobil oder CUV, die Mitteldinette lässt sich bei jedem zu einem zusätzlichen Bett umfunktionieren. Flexibel und platzsparend, aber mit den drehbaren Fahrersitzen immer mit ein bisschen Umbau verbunden. Wer darauf keine Lust hat, der greift am besten zu Grundrissen mit D wie Dinette. Sitzbank im Doppelpack. Die Dinette findest du in unseren Wohnwagen und dem Carahome. Hier herrscht Gleichheit beim Sitzkomfort, denn beide Seiten sind gleich gemütlich. Und großer Vorteil, die Dinette im Carahome bietet sogar 4 gut gesicherte Fahrplätze. Das gibt's im Wohnwagen nicht. Dafür aber genauso viel Stauraum unter der Bank und die Möglichkeit zum Bettumbau. Eine Tischsituation ganz wie zu Hause. Wer so etwas sucht, aber Abstand zum Sitznachbar braucht, für den haben wir ja auch noch die L wie Längsdinette. Im Caravan 400 LK steht die Sitzgruppe längs und nicht quer wie bei M- und D-Grundrissen. Das macht sich vor allem bei der Sitzfläche bemerkbar. Davon ist hier so viel vorhanden, da kann man auch mal locker die Füße hochlegen. Mit bis zu 1,52 Meter Länge bietet der große Bruder der Dinette eine komfortable Sitzmöglichkeit für bis zu 6 Personen an. Aber damit noch nicht genug. Sie bietet dir mehr Stauraum und umgebaut ein waschechtes Querdoppelbett an. Aber in Sachen Komfort geht es sogar noch besser, nämlich in Grundrissen mit wie Rundsitzgruppe? Die U- oder auch Rundsitzgruppe in unseren Wohnwagen ist nicht nur optisch ein Hingucker, sie bietet außerdem genug Platz für die gesamte Familie. Und die Nachbarn auf dem Campingplatz können auch noch dazu kommen. Die Königsklasse unter den Sitzgruppen. Die Rundsitzgruppe verwandelt das Heck in eine wohnliche und bequeme Relaxzone. Viel Licht durch die umlaufenden Fenster, mehr Stauraum unter den Bänken und ein Querdoppelbett für Gäste. Was will man mehr? Wie, du brauchst noch mehr Schlafplätze? Dann nimm doch gleich einen Grundriss mit. H wie Hubbett. Wenn du neben Festbetten noch eine flexible Schlafmöglichkeit brauchst, dann sind Grundrisse mit Hubbett genau das Richtige. Eine elegante und flexible Lösung. Denn untertags kaum bemerkbar, kommt abends mit einem Griff die Kuschelhöhle zum Vorschein. Übrigens, Carasuite und Caracore brauchen kein Haar in ihren Grundrissen, da hier das Hubbett bereits in Serie an allen Grundrissen verbaut ist. Logisch, oder? Auch im CUV-Bereich findest du bei uns Hubbetten, nämlich im 600 DQ und 600 MQH. Beide Varianten sind platzsparend im Bug versteckt. Mit den Sicherheitsnetzen ist ja eine coole und sichere Kuschelhöhle für die Kleinen möglich. Oder man greift gleich zu Grundrissen mit K wie Kindergrundriss.
Jetzt wird es für Familien interessant, denn Kindergrundrisse bedeuten Etagenbetten. Entweder, wie hier im Carahome 600 DKG, über die gesamte Fahrzeugbreite, oder längs, wie im Cara-One 550 QDK. Dank robusten Rausfallschutz und Sicherheitsnetz kann hier nichts passieren. In Verbindung mit der optionalen Außenklappe entsteht hier außerdem eine von außen zugängliche Garage. Kindergrundrisse gibt es auch im CUV. Im Carabus und Caratur 600K ist der gesamte Heckbereich ein riesiges Etagenbett und oben variabel als Einzel- oder Querbett gestaltbar. Querbett. Heißt das, wir kommen jetzt zu Cool. Wie Querdoppelbett. Querdoppelbetten sind effiziente Alleskönner. Die Liegefläche geht hier über die gesamte Fahrzeugbreite. Da kann man sich richtig ausstrecken, ohne dass sie viel Platz im Fahrzeug wegnehmen. Das sorgt für mehr Wohnfläche und ein tolles Raumgefühl. Bei Wohnwagen lässt sich das Querdoppelbett außerdem ganz einfach hochklappen. So hat man von innen Zugriff auf sein Gepäck in der Garage darunter. Wer aber längs statt quer liegen möchte, dem empfehlen wir Grundrisse mit F. Wie französisches Bett. Das französische Bett gibt es in Wohnwagen und Reisemobilen. Eine sehr elegante Raumlösung, da das vorne verschmälerte Doppelbett zusammen mit dem Längsbad und angrenzenden Toilettenraum eine kompakte Wohneinheit im Heck bildet. Das hat gleich mehrere Vorteile. Erstens ist das Bad ganz einfach vom Bett erreichbar. Und zweitens schaffen wir so nach vorne offene Blickachsen für ein angenehm luftiges Raumgefühl. Das französische Bett lässt sich übrigens einfach hochklappen. So kann man ganz einfach auf die Garage zugreifen. Bandschläfer kommen hier schon besser raus, ohne den Partner zu wecken. Vor allem dank der optionalen Fußverbreiterung. Aber wer partout seine Ruhe beim Schlafen haben möchte, für den haben wir immer noch E wie Einzelbetten. Hier herrscht Ruhe. Keiner stört den anderen, da jedes Bett seinen eigenen Zugang vom Mittelgang aus hat. Und die gibt's übrigens in Reisemobil, Wohnwagen und CUV. Auf bis zu über 2 Metern Länge können auch Großgewachsene gemütlich liegen. Und wenn man doch ein wenig zusammenrücken möchte, kein Problem. Mit der optionalen Erweiterung entsteht eine große Liegewiese. Natürlich lässt sich unter den Einzelbetten einiges verstauen, aber nicht so sehr wie in Grundrissen mit G wie Garage. Wer mit besonders viel Gepäck reisen möchte, Wohnmobile mit G im Grundriss bieten massiv Stauraum dank großzügiger Heckgarage. Im Gegensatz zu F-Grundrissen geht die hier über die gesamte Fahrzeugbreite. Zusätzliche Fächer und Ablagen bieten mehr Stauraum und eine Organisationsmöglichkeit für deine Campingausrüstung. G-Grundrisse bei CUV sind immer der 630 MEG Outlaw. Mit der großen abgetrennten Garage, in die bis zu 2 Motorräder passen, hat er das Garagenkürzel auch verdient. Fast geschafft. Wir sind am letzten Kürzel angekommen, nämlich das P wie Panoramaküche. Das ist was ganz Besonderes, denn die Panoramaküche gibt es nur in einem einzigen Cara-One-Grundriss. Und hier steht, wie ihr seht, die Küche quer vorne im Bug, direkt unter dem großen Panoramadachfenster. Küchengerüche werden so ganz einfach aus dem Caravan abgeleitet. Die Küche wird immer gut ausgeleuchtet und die großartige Aussicht beim Kochen gibt's gratis mit dazu. Jetzt wisst ihr über alle Weinsberg-Grundrisskürzel Bescheid. Wenn das alles zu schnell ging, kann im Katalog und auf der Webseite alles nochmal nachlesen und sich ausgiebig informieren. Überfordert bei so viel Auswahl? Wir helfen dir mit unserem Grundrissfinder. Fahrzeugart auswählen, Größe und Präferenz eingeben und zack, ein passender Grundriss in deinem Wunschfahrzeug. Den kannst du anschließend im Konfigurator noch mit Sonderausstattungen nach deinen Vorlieben gestalten. Schnell und kinderleicht. Oh, und schon was gefunden? Schreibt mal unten in die Kommentare, wie euer Traumgrundriss aussieht. Vielleicht bringt ihr uns ja auf neue Ideen. Und wer schon mit dem richtigen Grundriss unterwegs ist, wir sehen uns auf dem Campingplatz.